Blumensträuße gehörten am Wochenende ins feste Repertoire der Parteitagsfolklore. Die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen wurden gewählt. Damit ist das Rennen im Bundestagswahlkampf offiziell eröffnet. Und laut Umfragen macht in diesem Rennen aktuell nur die AfD Boden gut. Mit einer Kanzlerkandidatin, die mit schrillen Tönen und Vokabeln provoziert. Wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder! Nieder! Remigration. Zum Repertoire der Partei gehört aber auch das Relativieren scharfer Forderungen nach genauem Nachfragen. Der Kampfbegriff Remigration schrumpft dann plötzlich in sich zusammen. Ich habe Ihnen gesagt, es betrifft Illegale in unseren Landesgrenzen, die hier einfach sind, die nicht abgeschoben werden und Straftaten begehen können, im großen Stil. Und diese Menschen gehören hier nicht hin. Statt die AfD zu stellen, arbeitet sich die SPD lieber an Friedrich Merz von der CDU ab. Den sieht sie als Hauptgegner. Auf Bierdeckeln steht, was die SPD dem Wähler bietet. Mit Bierdeckeln warb Merz vor langer Zeit für seine Steuerreform. Jetzt wirft man ihm vor, sich zu verstecken. Dass wir dort einen Spitzenkandidaten der Union haben, der sich noch im Winterschlaf befindet, der gar nicht aktiv ist, der nicht in den Fernsehsendungen ist, der nicht die Interviews gibt, der nicht sagt, was er mit diesem Land machen will. Auch die Grünen konzentrieren sich bei ihren Angriffen auf Merz. Dessen Wahlprogramm basiere auf dem Prinzip Hoffnung und sei nicht gegenfinanziert. Alles, was die Union sagt, ist alles für die Füße. Man kann es einfach vergessen, weil es nicht gegenfinanziert ist. Und das sage ich jetzt hier bei Ihnen und das sage ich auf jeder Bühne. Das ist einfach gar kein Angebot. Statt sich mit den Positionen der Ränder zu beschäftigen, zerlegen sich die Parteien der Mitte lieber gegenseitig. Leichtes Spiel bislang für die AfD. Sprechen wir darüber mit dem Politikwissenschaftler Professor Volker Kronenberg. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo. Ja, sehr gerne. Herzliche Grüße nach Berlin. Ja, Deutschland diskutiert also weiter über die AfD am Wochenende. Nicht nur im Ton, sondern eben auch im Programm ist man dann noch radikaler geworden. Die Umfragen geben ja bisher recht, aber man fragt sich, wie weit können Weidel und Co. das wirklich noch treiben? Ja, das ist die Frage. Ich meine, der Tenor Ihres Beitrags geht ja genau in die richtige Richtung. Ich glaube, man muss jetzt nicht versuchen, noch lauter, noch schärfer, noch schriller zu werden. Das wird man sowieso nicht gewinnen, diesen Überbietungswettbewerb. Und der wäre auch ein Bärendienst für unsere politische Kultur. Nein, man muss natürlich dieser Partei und dieser Spitzenkandidatur, dieser Rhetorik inhaltlich entgegentreten. Also ich nenne jetzt das Beispiel EU-Mitgliedschaft der Bundesrepublik oder Euro. Das sind ja Positionen, die sind ja staatspolitisch eine Katastrophe, wenn man so will. Und ich glaube, da tun sich die Ökonomen alle nichts und stimmen darin überein. Die Bundesrepublik Deutschland profitiert gerade aus nationalem Interesse doch an einer EU-Mitgliedschaft, Binnenmarkt und anderes mehr, wie übrigens auch an einer gemeinsamen Währung. Wenn wir uns weltpolitisch die Herausforderungen anschauen, transatlantisch nach Osten, BRIC, anderes mehr, wie will man denn diesen Herausforderungen begegnen, wenn nicht gemeinsam? Und der Punkt ist ja der, wenn eine Partei wie die AfD gerade das Nationale so in den Vordergrund stellt, dann muss es doch den Parteien der Mitte gelingen, deutlich zu machen, naja, gerade aus nationalem Interesse ist doch ein europäisches Zusammenstehen umso wichtiger. Ich will darauf hinaus, man muss dem natürlich inhaltlich begegnen, man kann das nicht so laufen lassen und davon ausgehen, naja, die Wählerinnen und Wähler werden dann letztendlich doch davor zurückschrecken, vor diesem Schrillen, vor diesem Scharfen und sie werden zur Vernunft kommen. Da bin ich mir nicht sicher. Natürlich sind sie vernünftig, aber der Punkt ist ja der, die Menschen sind unglaublich verunsichert. Sie blicken mit Sorge in die Zukunft, viele vermeintliche Gewissheiten sind ins Rutschen geraten. Donald Trump hat diese Wahl dann doch wieder gewonnen. Was bedeutet denn das alles? Und da frage ich mich jetzt mit Blick auf die Parteien der Mitte, ihre Wahlprogramme und ihre Inhalte, ist das wirklich schon angekommen? Also wenn man diese Wahl jetzt so überhöht, wie Friedrich Merz das tut und sagt, das ist so eine Schicksalswahl wie 1949, ich glaube, da muss man grundsätzlicher werden und da muss man tatsächlich auch Perspektiven aufzeigen, die den Menschen eine Zukunft schaffen wollen, die positive Akzente setzen wollen, Hoffnung geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Auseinandersetzung mit der AfD.
Da würde ich noch mal einhaken wollen. Also die AfD positioniert sich da ja irgendwo gegen die Union. Aber wenn man jetzt auch die anderen Parteien anschaut, die haben sich jetzt ja nach diesem Wochenende auch eher am Spitzenreiter, also an CDU, CSU, abgearbeitet. Und weniger gab es einen Aufschrei über das, was da bei der AfD passiert ist. Wie sinnvoll oder auch unsinnig ist das? Ich meine, ich teile die Beobachtung, es ist aber natürlich eine Gratwanderung. Man darf natürlich auch nicht zu sehr sozusagen, so wie das Kaninchen vor der vermeintlichen Schlange, immer nur nach rechts außen schauen und was tut die AfD und wird sie noch schriller, wird sie noch schärfer, sondern man muss natürlich, das habe ich versucht ja anzudeuten, ja auch selbst Perspektiven eröffnen, etwas Positives aufzeigen, national und europäisch, international zusammen. Wir wollen ja nicht wieder zurück zu dem, weil jetzt BSW, so eine rundum sanierte Bundesrepublik der 1980er Jahre, als wäre da alles so toll gewesen, als wäre das alles so schön gewesen. Und dann beruft sich Frau Wagenknecht auch noch auf Helmut Kohl. Also das ist schon sehr selbst. Ich will sagen, schon im Grunde auf sich auch aufmerksam machen. Wohin will man denn? Noch einmal, die Herausforderungen sind sehr groß. Die Parteien der Mitte stimmen da mehr oder weniger überein und sie alle eint ja, dass sie nicht die Systemfrage stellen und nichts Disruptives jetzt anstreben, wie zum Beispiel die AfD das tut, sondern dass man an Stellschrauben arbeiten muss und dass man im Grunde innerhalb des gegebenen Rahmens, der für sich plausibel ist. Und warum ist er das? Noch einmal, das muss man den Menschen deutlich machen, warum eine EU oder eben anderes nach wie vor sehr sinnvoll ist, warum wir uns an Regeln halten, die Rechtsprechung beachten, anderes mehr, warum eine illiberale Demokratie, wie zum Beispiel in Ungarn oder anderswo propagiert wird, überhaupt nicht verheißungsvoll ist und nicht im Sinne der Freiheit der Menschen. Da muss man sich mehr auf sich selbst und die eigene Überzeugung konzentrieren und nicht darauf vertrauen, naja, es sind nur noch 41 Tage und das geht schnell vorbei und dann haben wir doch irgendwie eine Mehrheit in der Mitte. Da würde ich sagen, da müssen wir tatsächlich sehr vorsichtig sein, dass wir nicht Richtung Österreich uns dann bewegen. Eine sehr deutliche Warnung. 40 Tage gibt es jetzt noch Zeit, damit die Parteien das erkennen. Herr Cronenberg, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich danke Ihnen.